Manchmal schreibt das Abenteuer seine eigenen Regeln. Unser Schweden-Trip findet ein abruptes Ende. Wir haben die Zelte abgebaut. High-Risk-Move. Doch unsere Reise geht weiter. Wir wollen unbedingt noch einen Heilbutt fangen. Es zieht uns zurück nach Norwegen. Der letzte Ausritt. Können wir die Queen of the Ocean erneut bezwingen? Oh, fuck. Was erleben wir hier? Das erfahrt ihr in der letzten Folge von Up North 3.0. High-Risk-Move. Wir haben die Zelte abgebaut. Das Wetter war nämlich richtig schlecht und wir wollten uns das nicht nochmal geben, was wir im letzten Jahr hatten. Und wir wollen unbedingt noch einen Heilbutt fangen. Also der Fisch hat mich so fasziniert, dass ich die ganze Zeit dachte, ich muss da nochmal zurück. Deswegen dieser High-Risk-Move. Die Zelte werden jetzt in Norwegen am Strand aufgebaut. So, Becky, erstes Spot. Attacke. So ist es. Wir kommen nirgends weit, ohne zu angeln. Ja, das ist in Schweden aber auch eine Herausforderung. Hat nichts nur was mit Schweden zu tun. Das hat was damit zu tun, dass wir angelgeil sind. Obwohl du bist eher schlafgeil, aber ich bin angelgeil. Ey, ich habe nur ein kurzes Nickerchen gemacht. Ich habe eigentlich echt wenig gepennt für meine Verhältnisse, oder? Ernsthaft? Wir müssen uns beeilen. Komm, Becky. Jede Fahrt, Ja, aber jede Möglichkeit Ja, hast du gepennt. in Norwegen wenig? Jeden Kilometer bin ich gefahren. Nee, stimmt nicht. Einmal bist du bin 3 einmal Kilometer gefahren, da habe ich mir gedacht, oh nee, das ist mir zu gefährlich, ich fahre wieder. Und Ey. dann eine Sekunde später, Ich musste mich auch erstmal an das neue Auto gewöhnen. naja, um es zusammenzufassen, Becky und sein Schlaf. Also zu wenig Schlaf kriegt er auf jeden Fall nicht. Das kann man einfach nicht anders sagen. Du hast nicht mal ein Mikrofon, mein Lieber. Ich habe zwei. Ich habe hier Stereo-Sound jetzt, Warum hast du mein Mikrofon? weil das an der Weste dran war. Ja, und warum hast du das andere dran? Weil das an meiner Jacke dran war. Ja, aber warum ist mein Mikrofon an deiner Weste? Weil du es da hingemacht hast. Nein? Ja, doch, ziemlich sicher. Das haben wir auf Kamera. Du hast meine Weste an. Wirklich? Amigo, ja. Ja, die obere war Beckys. Das ist der Ghost 100. Das ist für mich wirklich eigentlich die perfekte Größe. Das ist sogar der Ghost 80, Dicker. Ghost 80? Ja, Entschuldigung, dann ist der Ghost 80 die perfekte Größe. das Ghost 100 und dann gibt es nochmal einen Ghost 120 und den haben wir nicht dabei. Wir müssen uns ein bisschen, damit wir das schaffen mit der ganzen Reise, beschränken. Halbe Stunde max pro Spot und maximal 4 Spots, dass wir maximal 2 Stunden mit Angeln verbringen. Ja, Na, okay, sagen wir 6 Spots. Wir sprechen nochmal, wenn die Hechte eskalieren. Leute, richtig geil. Ich konnte Dustin einen der Prototypen der neuen NXT Pro aus dem Kreuz leiern. Richtig geile Route, habe ich gestern schon ein paar Fische mitgefangen. Hast du gestern auf dem Ghost gefangen? Ja. Ist mir gar nicht aufgefallen. Nur ganz am Ende, die letzten 10 Minuten, hatte ich noch 2 Fische. Ah, Aber 2 halbstarke. Ich habe erst angefangen mit dem Ghost zu fischen, nachdem alles vorbei war. Spot direkt an der Straße. In Deutschland würde ich sowas niemals beangeln. Weil da denkst du ja okay. Da hat angelt die- jeder. Ja, aber man erinnert sich ans letzte Jahr, direkt neben dem Parkplatz 1,18 Meter. Aber ich glaube, da war Was war auch jetzt nochmal? echt viel Glück dabei. Aber vielleicht haben wir heute wieder ist Glück. klar. Ja. Immer Du Glück. weißt, was ich meine. Weißt du, Ja, dass wir direkt klar, so einen klar, Spot vom weiß ich. Ufer finden. First Cast bei First Cast TV. Ich muss sagen, Becky, ich finde, hier sieht es nicht so geil aus. Zu steinig. Nee, aber lass 5 Minuten angeln. Ja. Max. Sieht sehr nährstoffarm aus, gell? Irgendwie sieht das auch nicht so hechtig aus. Hat das denn, glaube ich, auch schon gesagt. Sehr steinig, keine einzige Pflanze am Boden. Guck mal, die Ecke sieht gut aus hier, Becky. Wir haben uns gerade gefragt, ob das zu schräg ist hier für unseren Anhänger und unser Auto. Aber wir haben hier einen Outdoor-Anhänger. Also muss es gehen. Und es geht. Ha. Jetzt dein Leben davon abhängen würde, du müsstest wetten. Fangen wir jetzt deinen oder nicht? Wenn ich meine Köderbox noch holen dürfte, ja. So jetzt. So jetzt? Ja. Ja, wette doch mal. Dann würde ich dagegen wetten. Boah, negativ. Ich sag, wir fangen was. Schreibt ihr mal in die Kommentare, was ihr glaubt. Wenn es hier um Leben und Tod geht? Ja, Aber aber tot. Oh, ist schon sehr flach. Oh, das ist super flach.
Ja, hätte ich gedacht, dass schon der erste reinknallt, wenn ich ehrlich bin. Fisch! Fisch? Geil. Der erste Hecht des Tages. Das ist ein Kapitaler, wa? Ein Monster. Da ist er. Der erste Travel-Hecht. Und gleich eine Maschine. Ein Löwe. Ja, auf dem Ghost. Richtiger Löwe. Lang und schlank. Glückwunsch an alle, die geschrieben haben in die Kommentare, dass sie glauben, dass wir hier hinfangen. Der erste Fisch. Und gleich ein Löwe, Vecchi. Ja, besser als nix. Eigentlich brauche ich gar nicht so leise reden, er schläft auch, wenn ich laut rede. Wunder ist, dass er nicht schnarcht. Was heißt das? Jeckfick oder Jeckwick? Jeckwick. Reichet mir eine Tüte bitte. Ja, mach die gleich selbst eine Tüte. Süßigkeiten in großen Mengen. Bring ich nur für die Kleinen mit. Nein, das würde ich meine Kinder würde ich das verbieten. Ich schaufel mir das rein in rauen Mengen. Meine Kinder dürfen das auf jeden Fall nicht haben. Ich habe jetzt wirklich 5 Kilo hier drin. Ich glaube, ich reicht jetzt. Oh, da oben ist doch noch was, was ich brauche. Davon noch 2. Davon noch 1. Immer ein gutes Zeichen, wenn das Ding fast ganz leer ist. Das heißt, es ist beliebt. Du zahlst, Vecchi. Ich habe die letzte Mal gezahlt. Das darf ich endlich essen, weil vorher Ja, ich muss im Auto meine Karte holen. Ja, wirklich. Ich habe Oh, nur, that's the same. It's not working, bla bla bla. ich hab nur meine EC-Karte auf dem Handy und nicht meine Ja, Kreditkarte. Ja, wirklich. Nur Süßigkeiten und Schrott und trotzdem über 100 Euro. Thank you, bye bye. Aber jetzt gibt's die Pölse, endlich was Gesundes. Echt nicht geil, der Hotdog, muss man sagen. Allein die waren schon Sünde genug und jetzt haben wir noch 1 Kilo Süßigkeiten. Und das Schlimme ist, wir müssen nur ungefähr 10 Minuten oder 5 Minuten einsatzbereit sein. Ja. Weil dann kommen wir an den Spot, wo du im letzten Jahr das Monster fangen konntest. Hoffentlich steht er noch da. Ich kann nicht pingeln, wenn die Kamera zuschaut. Ich sehe auf jeden Fall, dass ich zu wenig getrunken habe bis jetzt. Ah, doch, geht doch. Bei mir nicht, bei mir ist schön klar. Pyrotechnik ist doch kein Verbrechen. Puh. Spit on a thing. Alter, wie man in Memes lebt, ne? 2024 lebt man in Memes. Wie oft wir gesagt haben oder Pyrotechnik gesungen haben, einfach auf diesen Trip. Ich weiß nicht, ob das nur bei uns ist oder ob das andere auch so machen. So, Vecchi. Schreibt doch mal in die Kommentare. Ja, schreibt mal in die Kommentare. Hallo hier aus unserem Headquarter. Eine kurze Werbeunterbrechung, weil wir für dieses Video einen richtig starken Partner gewinnen konnten. Surfshark. Und Surfshark nutzen wir tatsächlich selbst auch auf unsere Trips, wie Up North. Da müssen wir unsere Daten von jetzt Norwegen nach Deutschland sicher verschicken, vom Flughafen und so weiter. Und Surfshark bietet uns da einfach eine sichere Internetverbindung. Wenn für euch sowas auch spannend ist, ihr das testen wollt, haben wir für unsere Community einen Deal rausgeschlagen. Und zwar hier den Link folgen. Das gibt dann Black Friday Deal, der immer noch gilt. Ich glaube, den ganzen Dezember. Da kriegt ihr den ersten Monat Surfshark statt 4,75 € für 1,99 € und weitere 4 Monate zum Testen gratis dazu. Wie gesagt, alles, was ihr machen müsst, dem Link folgen. Und dann könnt ihr mal auschecken, ob Surfshark für euch genauso spannend ist wie für uns. Jetzt wünsche ich euch aber viel Spaß mit dem Video. Erkennst du den Spot? Ja, sicher. Wir sind an deinem Monster-Spot. Oh. Da konnte ich hier um die Ecke gleich ein paar schöne fangen und dann hast du ein paar auch? Minuten später dieses Schwein gefangen. Jetzt steigt die Aufregung, aber so richtig. Was ist das? Barsch! Das ist der erste Barsch Der erste Tour, Barsch Vicky. der Tour. Und gleich ein Löwe. Leute, der erste Barsch der Tour. Auf dem Reaper, ein kleiner Barsch.
Bah, erste Attacke. Bah. Oh. Geiler Biss. Hammer. Zweimal draufgegangen. Großer, oder? Ich schätze mal so 70. Geil, wie der Spot einfach direkt wieder funktioniert. Ah, schöner Fisch auf jeden Fall, Becky. Und kräftiger Fisch. Mach nicht so viel Lärm, nicht, dass du die Großen verscheuchst. Sicherheitshalber mal schnell ablösen. Reaper in S10 und ein herrlicher Roadtrip-Hecht. Der könnte 80 cm haben. Genau so einen konnte ich hier vor einem Jahr fangen. Gleiche Größe. Oh, herrlich. Kommt einer. Boah, Ist weg. lass ihn kurz stehen. Der ist noch da. Der ist weiter. Sag ich doch. Da ist der nächste Hecht. Ungefähr gleiche Größe, richtig kampfstark. Und wieder auf den Reaper in S10. Farbe, die du ja mehr als nur etabliert hast. Ja, die ist geil. Kraft hat Ein richtig schöner Fisch, auch massiv. So. Reaper. Und ein wunderschöner Topwater Roadtrip. Pike. Ja. So, beim letzten Mal habe ich glaube ich auch hier 2 gefangen und dann sind wir rübergegangen. Richtig. So, das sind 2 Hechte auf Topwater Geil. und du versuchst weiter mit dem... Ich gucke eigentlich jetzt gerade zu, weil das Topwater-Angeln mich so fasziniert. Ach, schon geil, gell? Ja. Ich warte eh nur auf meinen 1,18 Meter Spot. Ja, ich hatte einen Biss, echt guten Fisch eigentlich drauf. Also, und hat mir den Schwanz geklaut. Okay, ich renn schnell zum Auto, hol mir einen neuen. Lass mir den noch drin, Digga. Ich glaube, Dustin will hier noch ein bisschen angeln, bevor wir gehen. Was ich auch verstehen kann. Aber wir hatten auch ein Zeitlimit gesetzt. Eigentlich. Zeitlimit. Das ist noch lange nicht Das ausgeschöpft. ist noch lange nicht. Das beginnt auch immer erst, wenn du sagst, es beginnt jetzt, Markus. Du könntest jetzt sagen, dass es jetzt beginnt. Es beginnt jetzt. Okay, Dustin, jetzt hast du noch eine halbe Stunde. Seit wann bist du denn so süßigkeitenaffin? Du warst da immer so anti. Ja, bin ich auch eigentlich, aber manchmal gibt es so Phasen im Leben, da kann ich mich nicht zügeln. Und das betrifft nicht nur Süßigkeiten, sondern vor Das allem ist wohl wahr. Nikotin. Nikotin, Süßigkeiten. 3 Meter gefahren. Nächster Spot. So kommen wir heute auf jeden Fall nicht in Norwegen an. Egal, ich will angeln. Ganz neue Töne von Becky. Vorsicht, schlägt zurück. Oh, da unten liegt noch ein Kahn von 1945. Damit sind die alten Wikinger schon rausgefahren. Oh, scheiße. Was denn? Ich hänge in der Jacke. Oh nein. Kannst du das versuchen rauszumachen, ohne meine schöne Näsweste kaputt zu machen? Ich gebe Ihnen das Werkzeug. Wie soll ich denn das damit rausmachen, ohne es kaputt zu machen? Dann halt's vielleicht nicht so straff. Oder durchstechen, Widerhaken andrücken. Ich liebe die Weste. Stopp. Und die gibt's glaube ich auch nicht mehr, oder? Großes Loch? Wie soll ich es reinstecken, um das Loch größer zu machen? Warum lachst du denn da so? Okay, lass uns mal die Wasser. Außer Rotze ist das. Hast du jetzt in meine Weste gespuckt? Nee, ich wollte eigentlich, dass das zurückgeht, aber es hat irgendwie nicht geklappt. Na, danke schön. Das ist hier auch wieder mehr ein Topwater-Spot. Ich finde, das sieht hier nicht so hechtig aus, wenn ich ehrlich bin. Was sagst du? Ah, ich glaube schon. Ja, Team Chaos war hier schon mal vor 4 oder 5 Tagen und hat hier eine Kamera liegen lassen. Jetzt gucken wir mal, ob sie noch hier ist. Komm. Was heißt denn wir? Du hast sie hier liegen lassen. Ja, guck mal, du hast ja die Kamera genommen, um damit was zu filmen. Ich habe dir geholfen, du hast mich beauftragt. Dann Mach lag, damit die, eine dann lag die Unterwasser- aber nicht wieder am richtigen Platz. Ist ja so, als wenn, guck mal, Wo ist denn der richtige Platz am Bach? na, vielleicht, ich glaube, Wo die ist lag denn bei der mir. richtige Platz? Na, an meinem Rucksack. Ach so, Ich glaube, die aber du hast mir in die Hand gedrückt. hatte ich. Das haben wir leider nicht drauf. Ich weiß es auch nicht. Jetzt mache ich deine Arbeit und werde dafür noch bestraft.
Wenn, dann muss sie ja hier Hier, gelegen da haben. habe ich die letzte Forelle gefangen, an dem Stein. Ja, aber da habe ich ja schon gesagt, nee, ich filme nicht. Weißt du, was ich meine? Ja, Ich glaube nicht mal, dass wir die hier liegen lassen haben. Na, am Ende egal. Ja, so egal ist es nicht, weil da waren wirklich schöne Aufnahmen drauf. Und wenn die einer von euch gefunden hat, der hier zuguckt, weil das war mit Sicherheit ein Angler, bitte schick die zurück. Die Kamera könntest du behalten, wir wollen nur die Aufnahmen haben. Ja, obwohl es jetzt auch zu spät ist. Stimmt. Gut, die Folge habt ihr jetzt schon gesehen, wenn ihr das seht, aber natürlich sehr ärgerlich. Also entweder wir haben sie woanders liegen lassen oder jemand hat sie gefunden oder das Wasser war ein bisschen höher, das Wasser hat es mitgezogen. Naja, wir gucken noch mal oben den ganzen Weg zum Auto zurück, vielleicht ist es ja da irgendwie liegen geblieben, aber schade, ich bin ein bisschen traurig. Ich dachte, Team Chaos kriegt es sicher wieder zurück. Falsch gedacht. Die Entscheidung, nach Norwegen zu fahren, war ja extrem risikobehaftet. Den Spot, den habe ich nur gesehen, weil ich da mal vorbeigefahren bin, habe mir auf der Karte angeguckt, habe gesehen, da sind so Channel zwischen zwei Inseln, sehr viel Sand. Und wir wussten gar nicht, hatten keine Informationen, läuft's da, beißen da Fische. Es war auf jeden Fall ein extremer High-Risk-Move, es hätte das ganze Projekt kippen lassen können. Aber ich dachte, ey, ich habe da irgendwie das Gefühl, wir müssen das probieren. Wir sind hier gerade nach Norwegen gekommen, fürs bessere Wetter. Für den Wind, kein Regen. Was haben wir? Sturm und Regen. wir ziehen nicht nur einen Anhänger hinterher, sondern auch das schlechte Wetter irgendwie. Ja, haben schon gesagt, ey, Schweden, lass mal gehen, Wetter wird so gut. Endlich zurück in Norwegen. Ich habe so lange den Gedanken in meinem Kopf gehabt und dann waren wir endlich da. Mal schauen, ob wir da was Ebenes finden. 23 Uhr und wir sind am Ziel. In Norwegen. An den hoffentlich guten Heilbutt-Spots. Zurück am Meer. Also wissen wir nicht. Was Aber will man mehr? guck mal das. Da hängt der Regen in den War Bergen. das ein cooles Wortspiel oder was? Was will man mehr? Nicht so cool. Die Flachwitze werden nicht weniger. Ach du, wie krass das aussieht da oben wieder. Ja, schöner Regen Regen, da. schöne Regenwolken. Endlich. In den Bergen hängt. Vom Regen in Regen. In Schweden ist jetzt schönes Wetter, haben wir jetzt geguckt. Wir haben direkt einen geilen Campspot gefunden, aber ich muss sagen, ich war extrem nervös. Ich habe die beiden Jungs überzeugt, hey komm, lass zu einem Spot fahren, wo wir nie waren, wo wir keine Ahnung haben, ob da was geht. Das heißt, es war ein großes Risiko und die Nervosität, die dadurch in mir aufgestiegen ist, das habe ich dann gespürt und ich dachte, ey, Mist, wenn das hier schief läuft, dann bin ich schuld, dass der Film nichts geworden ist. Ich hoffe, ihr könnt das auch fühlen hinterm Bildschirm, wie krass das gerade ist. Ich glaube, ich lege meine Isomatte einfach auf den Gepäckträger. Ich glaube, ich bleibe einfach hier stehen und gucke mir das die ganze Nacht an. Ey. Guck mal, da könnte Jurassic World gedreht worden sein. Oder Herr der Ringe. Da kommen gleich die Orks über den Berg geritten und fressen dich heute Abend. So, Zelt aufbauen, Isomatte aufschmeißen oder aufpusten. Und dann ab in die Koje. Morgen früh wird geangelt. Wir müssen jetzt ein bisschen Kalorien verbrennen nach der ganzen Süßigkeitenfresserei. Alter, guck dir das an. Guck wirklich ohne Spaß. Das ist einfach so surreal. Ja, geile Bilder. Der Instagram-Feed muss, ne, die Mädels müssen versorgt werden mit Eben, Content, die Junge. denken, ich habe mir eine neue Karre gekauft. Ja. Geliehenes Auto, ne, von Ford und Ebbinghaus. Das wissen die ja nicht. Aber auf Tinder ist das egal. Zieh trotzdem. So, hier bauen wir das Zelt auf. Komm, du haust jetzt die Kamera weg und hilfst uns. Du bist wirklich so hyperaktiv. Alter, einarmig, easy. Die Süßigkeiten haben mir so Power gegeben. Das ist echt so das erste Mal in meinem Leben, dass ich dich irgendwie voller Energie erlebe. Sonst Ja. ist es immer eher Ich so. könnte jetzt auch eine Rückwärtszahl runter machen, aber Ja. mache ich nicht. Wir müssen gleich schlafen, Becky. Ich habe Becky noch nie, wirklich in meinem ganzen Leben noch nie so aktiv gesehen. Und es lag daran, dass du einfach 1 Kilo Gummibärchen reingepfiffen hast. Junge, du bist gesprungen wie ein junges Reh von links nach rechts, Zelte aufgebaut, das gemacht, dies gemacht. Ja, Wahnsinn. Es war, glaube ich, nicht nur wegen, also der Zucker hat bestimmt seinen Teil dazu beigetragen, aber es hat wieder irgendwie, wir kamen in einen geilen Flow, wir waren motiviert, wir wollten die Butz fangen, haben einen geilen Campspot gehabt, hatten eine lustige Fahrt. Weiß nicht, da hatte ich Power, war geil einfach irgendwie. Hier an die Zuschauer. Gebt doch einen Daumen nach oben, wenn ihr den Becky öfter so sehen wollt. Ja, echt, ne? Jetzt mal ohne Spaß. Haben wir ihn einmal während der Tour so gesehen? Nee. Der war doch immer so. Oh, oh. Vielleicht ist es die
Halibut-Phase, die ich hier gerade habe. Alter, da liegt einfach ein aufgegangener Snooze. Nee, Ich snooze nicht. das ist nicht von mir. Von wem ist das dann? Keine Ahnung. Ey, Alter. Ich weiß nicht, von wem du sonst noch so Besuch in meinem Zelt hast. Ja, in deinem Zelt vor allem. Weißt du, was mein Vater mir gesagt hat? Mach mal die Augen zu, dann siehst du halt dein Zelt. Schöne Grüße an meinen Vater. Er hat ein paar so Sprüche rausgehauen. Machst du? Ich drehe dich gleich um. Komm her, komm her. Das ist Glück. Ich würde hier gleich in die Kniekehle gehen. Weil wir machen übrigens einen Wettkampf bald. Kannst du mal das erklären? Tja. Ich habe es ja letztes Mal schon gesagt, Hochmut kommt vor dem Fall, mein Lieber. Ich hab, egal was, egal was. Ja, wir werden sehen. Ja, wir werden sehen. Sag jetzt deine Sportarten an. Nee, die werde ich dann wohlbedacht aus. Ja, das Wählen. ist nämlich. Ja, weißt du was? Ich setze mich hier auf die Kante und gucke mir das schöne Meer dabei an. Dustin war gestern so nett und hat mir Isomatte zusammengefalten und hat aber diesen Stöpsel, wo die Luft rausgeht, nicht mehr wieder reingemacht. Und ich wundere mich gerade, dass da nichts vorangeht und ich puste da schon seit 5 Minuten rein. Meines voll. Ja, Was soll ich dir sagen? Einmal mit Profi-Sack. Ha! 11 Stunden Fahrt, Mann, Becky. Und jetzt sind wir da. Camp steht, Auto steht, Kajak stehen, Halibut warten. Ich habe richtig Bock, die jetzt zu fangen. und es wird erstmal geschlafen. Ja, erst geht's in die Koje. Wir schlafen jetzt eine Runde. Naja, und wir sehen uns gleich, ne? Gute Nacht. Gute Nacht. Jetzt geht's in die Koje. Oh, ist das schön. Ich hab richtig Bock. Wollen wir jetzt auch nur Schlafsack, dass wir eine Schlafmaske? Arrivederci. Nee, wie heißt das? Arrivederci. Ungarisch, oder? Keine Ahnung. Ich glaube schon. Ich glaube, mittlerweile wissen wir, dass Arrivederci italienisch ist. Das ist italienisch. Ich habe das aber noch nie bei meinem Lieblingsitaliener gehört. Nee? Also ich habe irgendwie gedacht, das wäre Aber in ungarisch. Ungarn hast du schon mal gehört? Mein Opa kommt aus Ungarn, da hatte ich das irgendwie so im Hinterkopf. Ja. Okay. Oh, alles nass, ey. Puh. Und kalt. Oh, erstmal eine warme Hose anziehen. Und Vecchi werde ich da wohl rausprügeln müssen. Wie jeden Morgen eigentlich. Nichts Besonderes für mich. Kenne ich mittlerweile schon. Oh. Der Zuckerschock vom Vortag hat auf jeden Fall nachgelassen. Vecchi muss man jeden Morgen aus dem Bett prügeln. Ich war da, stand da, Heilbutz. Und er so, 10 Minuten. Komm, noch mal 10 Minuten. Vecchi, 7 Stunden Schlaf haben wir ausgemacht. Das sind jetzt schon 7 Stunden und 25 Minuten. Hopp, 25 Minuten mehr hast du schon bekommen. Komm raus jetzt. So, er kommt. Bin ich mir zwar noch nicht sicher. Er sagt immer ja und dann kommt er doch nicht, aber ich werde schon dafür sorgen. Guck, ja, er kommt. Guck mal hin, wie er da liegt. Komm, Vecchi. Hopp. Da vorne zwischen den beiden Inseln. Da angeln wir gleich. Das sieht von hier total nah aus. Aber es sind so um die 2 Kilometer. Und 2 Kilometer gegen den Wind, gegen die Strömung mit dem Kajak. Das ist schon eine Entfernung. Na, Vicky, siehst ein bisschen matschig aus. Sehe ich auch so matschig aus wie du, Vecchi? Weiß ich nicht, ich sehe mich ja nicht. Du siehst sehr matschig aus. Ja, ein Stündchen hätte ich auch schlafen können, oder? Vielleicht auch 2. Leichte Spaßroute. Die nehme ich mit für Dorsch und so. Geile Kombo, leichte Kombo. Trotzdem genug Rückgrat. Mace 71 Gramm. Dann hier, die ist richtig geil, die Authority von Penn. Und ganz wichtig, das ist eigentlich immer das Wichtigste, finde ich, wenn man so nah an Stein und weiß ich was angelt, ist eine gute Schnur. Und deshalb haben wir hier die R7, das ist die robusteste von Stroft genommen. Ich glaube, das sind so irgendwas um die 20 Kilo Tragkraft. Aber wie gesagt, das ist auch nicht unsere Heilschnur, da gehen wir ein bisschen schwerer. Beste Vorfachmaterial. Stroft FT2 fürs Hechtangeln jetzt zum Beispiel. Nehme ich immer. Was stehst du denn hier so? Wolltest du mich was fragen? Ja, ich wollte dir erstmal sagen, dass du halt echt unglaublich gut aussiehst. Sag mal, was willst du? Weiß ich schon. Ich bräuchte einen FG-Knoten von dir. Eieieiei.
Das ist der Erfolgsköder vom letzten Mal. Man sieht noch die Bissspuren hier. Die Halbbutzähne oben drauf. Im Blei. Der muss mir heute wieder Glück bringen. Ja, riecht gut. So, aber jetzt essen wir erstmal schnell was. Frühstück quasi. Und dann geht's los. Es gibt zweimal Pasta Bolognese für Dustin und Markus. Und für mich gibt's Lachspasta Flotte Saison. Creamy Salmon with Pasta. Die Dinger sind echt praktisch, wenn man auf Reisen ist. Schmecken gut, haben einigermaßen gute Nährwerte und sind schnell zubereitet. Aber leider wirklich sauteuer. Da kann man fürs gleiche Geld auch ins Restaurant gehen. Aber das gibt's hier draußen nicht. Das denn? Bollo? Ja, Bollo. Aber bevor hier das passiert, kommt man noch mal mit. Ich muss euch was zeigen. Von wegen, nein, ich snooze nicht. Ich bin nicht süchtig. Gar nicht. Guck mal, weg ist Kajak. Guck mal hier rein. Nein, ich bin nicht süchtig. Auf keinen Fall. Boah, stinkt das. Das stinkt bis hier rum nach Nikotin. Boah. Safety first. Let's go. Es geht los. Ich bin hyped. Wind ist perfekt. Ein letztes Mal. Bock, Junge. Komm. Letzter Ausritt. Letzter Angriff. Letzter Angriff. High-Risk-Move. Schweden abgebrochen. Nach Norwegen gefahren. Hoffentlich hat sich's gelohnt. Werden wir jetzt gleich rausfinden. Kleines Wettrennen, Kollege. Ey, wo bist du so schnell? Ja, richtig Power in der Beine. Ja, du hast einen besseren Hebel mit deinen langen Ja, klar, Stelzen. mit langen Beinen hat man einen besseren Hebel. Ey, es ist echt Ententeich, ne? Das ist perfektes Wetter. Hättest du mir das vor 2 Stunden gesagt, ich hätte es dir nicht geglaubt. Und auf einmal zeigt sich hier der Atlantik von seiner schönsten Seite. Ja, hoffentlich die Zeichen. Halbutz auch. Ob es bei euch auch gerade so geil ist? I doubt it. Dustin, first cast? First Cast, Dicker. Let's go! Hau einen raus. Erster Wurf mit dem Venom in 6,5 Inch in 10,08 mit einem BKK-Kopf mit, ich glaube, 80 Gramm oder so. Mal schauen, ob hier ein paar Dorsche stehen. Ich habe einen großen Nachläufer. Nicht mal 5 Minuten auf dem Wasser und Dustin hatte gerade eben schon die erste Aktion. Ich weiß nicht genau, was er hatte. Ich fahre jetzt mal hin zu ihm. Aber er hatte irgendwie einen Fisch drauf. Biss. Und dann sehe ich hier oben so einen Fisch. Ich habe auch nicht erkannt, was das war. Pollack, Seelachs, sowas. Geil. Richtig aber groß. attackiert er dann nicht? Doch. Haken raus. Neuer Chat drauf. Gut, ob das jetzt, welcher Fisch das war, weiß ich nicht. Der ist auf jeden Fall zerhackt. So richtig hart. Auch wenn für mich Upnorth mehr ist als nur dicke Fische fangen. Der Druck war immer noch da. Ich hatte jetzt noch eine Chance, irgendwie einen Halbut zu fangen. Dustin hat schon so vorgelegt und bei mir hat es immer noch nicht geklappt. Eine letzte Session und die musste ich nutzen. Gut. Ja. Hab auf jeden Fall mal Schnur genommen. Vielleicht ist es mein erster Boot auf der Tour. Ich weiß es noch nicht, ist auf jeden Fall kräftig. Ich glaube, das ist ein Boot. Nee, ein schöner Seelachs. Ja? Ja. Oh, Leider geil. kein Butt, aber... Oder das ist ein Monster-Pollack. Alter. Das ist mein Pollack-PB. Geil. Mein neuer Pollack-PB. Alter. Alter, ist das ein Pollack. Alter, der hat bestimmt... Der könnte 90 cm haben, Dustin. Ich habe mir erst so gedacht, oh schade, kein Butt. Aber dann habe ich gesehen, dass es ein Pollack ist. Und das ist mit Abstand der größte Pollack, den ich je gefangen habe. Den lassen wir uns heute Abend beim Abendessen schmecken. Oh, Fisch. Geht's gleich weiter. Oh, ich habe auch so einen Pollack. Becky, ich habe auch einen nicht so groß wie deiner. Aber der passt besser in die Küche. Ich glaube, deinen großen kannst du freilassen. Dann essen wir besser den. Gutes Timing, mein Lieber. Mach mal so. Pollack war sehr lecker. Den lassen wir uns heute Abend schmecken. Ich bin ja wahrlich kein Heilbutt-Experte. Aber Becky hat gesagt, ich soll doch mal was zur Führung sagen. Die ist eigentlich total easy. Ich schmeiß einfach aus, lass den Köder bis ganz zum Boden sinken und kurbel dann langsam ein. Mehr ist es nicht. Weit ausschmeißen, zum Boden sinken lassen, langsam einkurbeln. Was sehr wichtig ist,
glaube ich, beim Heilbutt-Angeln. Was ich auch erst lernen musste, ist, nicht direkt den Anhieb zu setzen, sondern, also, wenn der Biss kommt, dann kommt es nicht wie beim Zanderangeln so ein Tock oder so, sondern es wird schwerer und schwerer und schwerer. Und wenn man es richtig merkt, dass es richtig schwer ist, erst dann den Anhieb setzen. Nicht am Anfang, wenn man merkt, duck, und es wird schwerer, dann zieht man den oft aus dem Maul raus. Wirklich weiter kurbeln. Und wenn es schwerer und schwerer und schwerer wird, dann erst den Haken setzen. Ich habe einen Fisch. Aber wieder kein Heilbutt. Leider. Oder? Nein. Seelachs. Seelachs, wir müssen weg hier. Unser Zielfisch ist Heilbutt, nicht Seelachs. Das könnte aber ein sehr großer sein. Oh ja. Oh, oh ja. Da ist er. Richtiges Vieh. Boah. Ne? Nicht der Zielfisch. Trotzdem super geil. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben. Ich bin ja kein Experte, aber wenn man so viele Seelachse hat, ist man dann auch auf dem Heilbutt-Spot oder muss man dann eher das Weite suchen und probieren, die Butts woanders zu finden? Wir haben noch 2-3 Stunden weiter geangelt, haben leider keinen großen Fisch mehr gefangen. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, noch eine kurze Pause zu machen, schnell was zu essen, nur eine Fertigsuppe, keinen frischen Fisch, den heben wir uns für den Abend auf, weil wir wollten schnell wieder raus und wirklich noch einen Heilbutt fangen. Vorsichtig. Ja. Oh, Becky, habe ich ein bisschen unterschätzt hier. Diese Ja, Dünung, das sind ja echt, das ist ein Meter Unterschied. Ich habe mich beinahe quergelegt, weil die Dünung hat mich auf den Stein gedriftet. Und ich so, nein, jetzt kippe ich um, weil das ganze Wasser weg, ich zur Seite. Aber wir haben es gemeistert. Und jetzt essen. coole Insel eigentlich, gell? Jetzt will ich noch mal die Tide checken, wie lange wir Pause machen können. Weil wenn Stillstand ist, wollen wir nicht angeln. Dann müssen wir Kräfte sammeln, weil wir fangen ja hoffentlich heute noch einen richtig dicken Butt. Ich hoffe es. Oh, Tümmler! Na, diesmal siehst du ziemlich oft irgendwelche. War wirklich ein Tümmler. Kein Witz. Weg ist er. Jungs, ich glaube, wir müssen die Kajaks schnell hochtragen. Jetzt hier Kommt's schon. was? Bitte? Kommt's Wasser schon wieder? Ja. Hilfst du mir kurz? Ja. Während wir Pause gemacht haben, habe ich mir dann irgendwann gedacht, ey, Markus ist ja auch ein großer Angler. Komm, mit dem gehen wir jetzt mal los, machen ein paar Würfe. Und es war echt so lustig. Ich hatte direkt einen nach dem anderen gefangen. Dann bin ich losgerannt, habe gesagt, ey, ich hole die Kamera, komm wieder. Ja, aber erstmal Pustekuchen. Es war jeder Wurf, bevor die Kamera da war ein Treffer. Vielleicht sind es ja kamerascheu, die Fische. Ja, vermutlich. Ich habe jetzt gedacht, Markus zeigt mir jetzt mal, wie man hier ein paar Pollacks fängt. Bin extra vor meinem Schlafplatz aufgestanden. Jetzt komme ich hier an und nix. Kam mir echt doof vor, aber dann hat es ja zum Glück noch geklappt mit dem Dorsch. Ja, warte. Helf dir. Petri, schöner, Petri, Dank. knallroter Dorsch hier vom Ufer in der Mittagspause. Mein erster. Nicht schlecht, nicht schlecht. Aber Aber die davor waren größer und die waren größer. da hat es auch bei jedem Wurf geklappt. Das waren noch Pollachse. Ja. Lass mal zurück, Becky, oder? Geil, hat der Markus hier mal einen rausgezubbelt. Aber kaum hast du die Kamera weggelegt, hat es geklappt. Ja, es gibt keine Beweise. Jetzt weiß man, wie es ist. Ja. Mittagspause vorbei. Jetzt geht's hoffentlich noch mal an die Heilbutts, Becky. Ich hoffe auch. Die letzten 3 Stunden auf dem Wasser bei der Up North Tour. Und für mich die letzte Chance, noch den Heilbutt zu fangen. Ich ziehe auf jeden Fall durch und
Ich werde alles geben, ich werde noch anfangen. Ich habe das Gefühl, wir müssen noch ein bisschen weiter raus für die Heilwoods. Denkst du? Ja, so ein bisschen am Anfang und dann hier durchdriften lassen vielleicht. War schon ein anstrengender Trip die letzten Tage und sehr viel Aufwand. Und es wäre natürlich geil, wenn das Ganze jetzt noch zum Abschluss mit einem Heilbutt belohnt wird. Bei mir hat es im letzten Jahr geklappt. Aber jetzt mit der Spinnrute hätte ich auch schon richtig Bock. Muss auch gar kein Riese sein. Wenn er irgendwie 80 cm hat oder so, wäre ich wirklich mehr als happy. Aber wir haben zum Glück noch ein bisschen Zeit. Fish on! Ich glaube, das ist ein ganz großer Dorsch. Zumindest sieht er gerade riesig aus. Boah, ist das eine Klamotte, Alter. Ja? Alter. Schaut euch diesen fetten Dorsch an. Das könnte einer der größten, könnte mein Dorsch-BB sein. Ich habe noch nie so ein richtiges Monster gefangen, aber der hat auch auf jeden Fall schon über 80 und einen riesen Schädel. Kurze Zeit habe ich wieder gedacht, das wäre mein erster Butt, aber es war ein Dorsch, aber dafür ein richtig kapitaler. So, Kollege, du gehst wieder zurück. Bei mir war der Druck einfach noch höher. Dustin hat am Anfang der Tour schon welche gefangen, bei mir hat es immer noch nicht geklappt. Und dazu kommt noch, dass die Zeit einfach nur rennt. Fish on! Ganz klassischer Biss, wie du gesagt hast. Auf halbe Strecke oder? Kurz vorm Boot. Ich habe mich schon drüber gelehnt, weil ich den Biss gemerkt habe, ob ich was sehe. Nee, ist wieder so ein großer Pollack. Echt? Oh Mann, Oh nein! ich habe gedacht, jetzt habe ich noch mal einen Butt. Aber ich habe vermutlich... Krasser Pollack aber. Nein, es ist ein Seelachs. Oh, ich hab's gedacht, Leute, ey. Im ersten Moment wollte ich es nicht wahrhaben, aber dann hat er richtig gekämpft. Oh, naja, ich will mich nicht beschweren. Ein richtig schöner Seelachs. Seelachs? Ja, Ach geil! Das ist auf jeden Fall der größte Seelachs der Tour. ja. Richtig schöner, kapitaler Seelachs. Ich habe erst gedacht, das wäre mein erster Butt der Tour. Jetzt genug Beifang, Becky? Heilbutt. Ich will es hoffen. Ich habe es echt gedacht im ersten Moment bei mir. Ja, nee, im ersten Moment nicht, aber Ja, dann... im ersten Moment nicht, aber dann doch. Ja, weil er dann so abging, ne, kurz. Ja. Ich meine, wir haben schöne Fische gefangen. Pollack, Seelachs, Dorsch. Aber der High-Risk-Move war kurz vorm Scheitern. Ich meine, wir sind da hingefahren und haben gedacht, wir fangen hier jetzt noch den Heilbutt. Oh, ich hatte einen Biss. Wieder, ja. Ja, ist kein Butt. Ist kein Butt. Ja, wir stehen hier gerade mitten im Fisch. Relativ nah an der Oberfläche gebissen. Fühlt sich wie ein guter Fisch an. Also fühlt sich nicht an wie ein Butt. Ich glaube, wieder ein schöner Dorsch. Ich glaube, wir sollten den Spot mal wechseln. Weil wir wollen Butts fangen, keine Dorsche oder Seelachse. Oh, das ist eine Klamotte von Seelachs. Alter. Das ist ein Meter Seelachs. Echt? Ja. Krass. Alter, was ist das denn für ein Vieh? Das ist eine richtige Klamotte von Seelachs. Junge, was ist das für ein Vieh? Ah, der hat den Meter locker, Becky. Wir stehen hier mitten im Fisch. Mitten im Fisch. Guckt euch dieses Vieh an. Aber also jetzt mal ohne Spaß, ganz kurz. Das macht super viel Spaß. Aber glaubt ihr, wir fangen hier Butts dazwischen? Nee. Was man natürlich nicht vergessen darf, auch wenn es bis jetzt noch nicht mit dem Heilbutt geklappt hat, die Fische waren krass. Das waren große Seelachse, große Pollacks und das alles vom Kajak auf eigene Faust. Ja. Das hat eigentlich schon entschädigt.
für alle. Das hat entschädigt, aber bei mir war immer noch der High-Risk-Move. Hat er sich Klar. ausgezahlt? Aber ich glaube, man realisiert auch in dem Moment gar nicht immer, was man da gerade zum Beispiel gefangen hat. Ja, weil ich so fixiert war auf den Heilbutt, hat man dann irgendwie gedacht, ja okay, hat man zwar jetzt einen Meter Seelachs, aber naja, das stimmt schon. Es waren krasse Fische da. Mega. Gleich 21 Uhr. Das ist, glaube ich, auch so die beste Tidephase. 23:55 Uhr ist Stillstand. Und ich glaube, das nehmen wir auch als Endschuss. Also so knapp 3 Stunden noch zu angeln. Für einen Butt noch. Ja, Vecchi hat keinen Bock mehr, hat er gerade gesagt. Irgendwie müssen wir motivieren. Ich glaube aber, irgendwie habe ich das Gefühl, der fängt heute noch einen ganz dicken. 2 Stunden müssen wir schon noch durchziehen. So schnell kommen wir hier nicht wieder. So, nächster Wurf. Der Vecchi war dann irgendwann am Ende, verstehe ich auch. Du hast eigentlich schon aufgegeben und wolltest nach Hause und ich habe gedacht, das war meine Idee, das war mein Plan. Ich kann jetzt hier nicht Du scheitern. warst der Verantwortliche. Ich kann jetzt hier nicht scheitern, das war mein Gedanke. Fisch, Fischbiss. Ich hab's gesehen. Hängt? Ja, Guter Fisch? ja. Ah, fuck. Butt? Ja, Butt. Butt. Oder ein dicker Dorsch oder irgendwas. Oh, fuck, irgendwas richtig Großes. Alter. Guck dir das mal an, ich habe keine Chance. Ah. Ich glaube, das ist ein großer Dorsch. Ja, ist ein Dorsch, jetzt kommt er. Leider kein Butt. Aber ein schöner Fisch. Was ist es? Weiß nicht. Immer noch nicht. Scheiße. Ich denke, das ist ein Dorsch, so wie er gekämpft hat. Aber ein großer, oder? Ein großer Dorsch, ja. Ich hoffe trotzdem noch auf einen Butt, der jetzt kurz vorher dann sagt. Richtig abgeben. Ja. Ja, guck. Ja, ein Butt. Ein Butt? Ein schöner Butt. Ein schöner Butt. Heilbutt. Wie geil das denn? Und nicht kannst du auch mir die... Boah, jetzt geht er nochmal. Soll ich ihn nehmen oder du? Wenn du kannst, Schlinge. Aber um den Schwanz legen, ne? Lassen. Yes! Du bist einfach eine Maschine, Alter. Kleiner Butt, aber es ist ein Butt. Geil. Es ist der Butt. Kein Monster. Aber wir haben es geschafft. Wir haben den nächsten Butt. Aber der hat so auch 80, 5, der hat locker Maß auf jeden Fall. Ich glaube, der hat sogar 90 auf jeden Fall. Was ein tolles Tier. Es hat geklappt. Der High-Risk-Move. Auch wenn es kein großer ist, es ist geil. Ich freue mich so sehr. Ah. Puh. Up North 3.0. Die Highwood spielen diesmal richtig mit. Geil, danke dir. Dustin hat es mal wieder geregelt. Der erste Butt ist im Kajak und wir haben noch ein paar Stunden zu angeln. Ich gebe jetzt mein Bestes, damit ich jetzt auch irgendwie noch auf der Tour selber einen Heilbutt fangen kann. Oh, ist das geil, oder? Ich bin gerade so happy. Ich habe es mir so gewünscht. Dieser High-Risk-Move, ne? Zu sagen, ey, wir brechen jetzt in Schweden ab, gehen nach Norwegen und nochmal einen Heilbutt zu fangen. Glück mit dem Wind und dann klappt das wirklich. Ich bin so happy. Letztes Jahr habe ich so gestruggelt. Kein Butt gefangen, nichts. Mit Kunstködern ging eh gar nichts. Und jetzt haben wir schon 5 Stück. So geil. Ich habe jetzt gerade eben meine Chancen verdoppelt, beziehungsweise versuche ich meine Chancen zu verdoppeln, indem ich hier noch eine tote Route rauslege. Mit dem Venom, mit dem 80er und parallel dazu den 65er Venom werf. Oh, da scheint es ein bisschen tiefer zu sein. Ja, okay, ist unten. Biss. Ja, es ist ein Heilbutt-Biss. Ja! Richtig guter Fisch. Alter. Denkst du größer als der Viel größer. von der Insel? Ja. Ich kann da gar nichts machen, der ist so schwer. Alter, Jungs. Das ist auf jeden Fall mein PB. Das ist ein Riesenvieh. Wie groß ist dein PB aktuell?
Sowas von 1,20. Oh, der verkauft sich einfach besser. Oh. Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich jetzt die Stroft Airline drauf habe, Alter, so wie der abgeht. Oh. Junge, jetzt fange ich an zu schwitzen. Glaube ich, hängt wieder nur am Schwanz. Kommst du her? Ja. Der hängt ganz knapp nur. Alter, der hängt ganz knapp weg. Ganz knapp. Nur ganz klein im Maulwinkel. Du musst bitte schnell machen. Bitte, Becky. Becky, bitte schnell. Jetzt geht er noch einmal runter, das kennen wir, das Spiel. Ja, den verliere ich. Hängt der so knapp? Der hängt ganz in der Lippe. Ganz lillemal. Mit dem Angsthaken, oder? Ja. Alter. Scheiße. Der geht jetzt wirklich noch mal bis ganz runter. Der ist jetzt einfach noch mal 40 Meter oder wie tief sie ist runtergegangen. Den kriegen wir leider nicht. Nicht so pessimistisch, den kriegen wir schon. Na, der hängt wirklich ganz minimal in der Lippe. Das gibt's nicht. Was erleben wir hier? Letztes Jahr so gestruggelt. Und jetzt kriegen wir tatsächlich noch mal einen richtig geilen Butt drauf. Der wird so 1,10, 1,20 haben. Man stellt sich jetzt mal vor, was so ein 2-Meter-Vieh mit einem macht. Musst du schnell rum? Wir haben den Fisch jetzt hier gesichert. Ich weiß es nicht ganz genau mit einer Schwanzschlinge, ob der größer als der andere ist, aber er ist auf jeden Fall groß. Boah, was für ein Fisch. Ich habe ihn oben. Ich würde ihn sagen, 15 Kilo wiegt er mindestens. Abendhaus 3.0. Meint's gut mit uns. Yes! Oh, ist der geil. Oh Mann, und wie der gekämpft hat. Der hat über einen Meter, ne? Weiter Ja, einen Meter. definitiv 1,10 Meter, schätze ich. Ja. Was für ein Vieh. So geil. Ich bin so happy. Und jetzt darf der Gute schnell ins Wasser zurück. Abendhaus 3.0. Best. Boah. Oh. Becky, Das letzte Abendmahl. der leckere Pollack ist der Abschluss unserer Up-North-Tour. Morgen geht's zurück. Ein weinendes, ein lachendes Auge. Ich freue mich natürlich auf zu Hause, auf die Familie, aber wir hatten hier ein unglaubliches Abenteuer. Es war richtig cool, wir haben richtig schöne Fische gefangen und im Vergleich zum letzten Jahr auch Glück mit dem Wetter gehabt. Glück in Anführungsstrichen. Im Vergleich zum letzten Jahr auf jeden Fall, aber es war auch trotzdem zwischenzeitlich auch wieder ganz schön frustrierend, das Wetter. Ja. Viel Wind, viel Regen, Ja. kalt. Ja, an der Stelle ist wohl der richtige Zeitpunkt, um Danke zu sagen. Vor allem an euch für die ganzen Likes, Kommentare, für die Unterstützung. Das ist echt unglaublich, das ist unser Antrieb. Aber natürlich auch an alle unsere Sponsoren. Vielen, vielen Dank dafür. Ihr habt das möglich gemacht und vielleicht gibt es ja auch eine Up North 4.0. Gucken wir mal. Also, bis dann. Die Rache ist uns geglückt. Up North 3.0 war ein voller Erfolg. Vor allem, weil wir flexibel waren, weil wir uns den Gegebenheiten angepasst haben und weil wir schlussendlich unserer Intention gefolgt sind.